Bis 1918 war Syrien Teil des Osmanischen Reiches. Später wurde Syrien eine französische Kolonie. Die Menschen in Syrien sagen, ihr Regierungssystem sei eine Schöpfung der französischen Kolonialzeit. Die Menschen in Syrien waren nie zufrieden, denn sie leben in einer Diktatur. Auch nach 1963, als durch einen Putsch die Assad-Familie die Macht übernahm, änderte nichts daran. Die Instabilität Syriens wurde immer wieder missbraucht. Auch die 1984 in der Türkei gegründete militante PKK versuchte wie schon in der Türkei, auch in Syrien, Land für ihren eigenen und autonomen Staat militärisch zu besetzen. Die PKK versuchte immer wieder über den Nordirak ins Land zu fallen. Deshalb wurde zwischen der Türkei und Syrien das Adana-Abkommen unterzeichnet, welches der Türkei seit 1998 erlaubt, die PKK auch innerhalb der Grenzen Syriens zu bekämpfen. Ziel war es, eine Besetzung von Teilen Syriens durch die PKK zu verhindern. Aber trotz dieser Maßnahme ging es dem syrischen Volk nicht besser. Auch die autoritäre Regierungsform von Assads Sohn, Bashar, brachte keine demokratischen Verbesserungen. Im Jahr 2010 begann eine Bewegung der Muslimbruderschaft, welche in arabischen Ländern mehr Demokratie forderten. Muslimbrüder verlangen die demokratische Wahl des eigenen Präsidenten an der UNE. Zahlreich gingen ihre Anhänger auf die Straße. Man nannte diesen Aufstand arabischer Frühling. 2011 erreichte dieser Aufstand auch Syrien. Als die Regierung mit Waffen auf das eigene Volk geschossen hatte, begann der Bürgerkrieg in Syrien. Millionen Menschen flohen ins Ausland. Die meisten Flüchtlinge überquerten die Grenze zur Türkei. Die Soldaten Syriens waren gespalten, denn auch zahlreiche Armeeangehörige wollten Wahlen in Syrien erleben. So wechselten Soldaten die Seite und kämpften mit den Demonstranten für Demokratie gegen die eigene Regierung. Diese von der Regierung abgewandten Soldaten nannten sich Freie Syrische Armee, kurz FSA. 2013 hatte die Freie Syrische Armee fast die Hälfte des Landes unter ihrer Kontrolle, wie es die Karte zeigt. Die Türkei positionierte sich auf der Seite der FSA, denn sie teilten gemeinsame Interessen wie Gerechtigkeit und Demokratie, aber auch Sicherheit und Frieden, sodass keine Flüchtlinge mehr in die Türkei fliehen müssen. Die Türkei unterstützte also die Demonstranten des arabischen Frühlings. Für mitteleuropäische Länder und die USA sind die Freie Syrische Armee jedoch eine Terrororganisation, welche bekämpft werden muss. Warum das so ist, erfahren wir im verlinkten Video.